Finanzminister Christian Lindner setzt sich auf der Digitalkonferenz Republica für den digitalen Euro ein und wird ausgebuht. Ja, das ist richtig, aber nicht ganz. Er hat sich zwar massiv für die Einführung eines digitalen Euros eingesetzt, weil es so hilfreich ist beim Lossagen von den USA und auch PayPal ist zu mächtig und mit dem digitalen Euro können wir das Ganze abwenden. Es ist also für uns Bürger ein Stück gelebte Freiheit. Dafür wurde der Finanzminister aber nicht ausgebuht. Er wurde ausgebuht, weil er sich gegen Steuererhöhungen aussprach. Wir schauen uns jetzt einen ZDF-Artikel an. Christian Lindner auf Republica ausgebuht. Buhrufe für den Finanzminister. Christian Lindner argumentiert auf der Digitalkonferenz Republica gegen Steuererhöhungen und zieht damit den Zorn vieler Besucher auf sich. Man sollte annehmen, dass Teilnehmer einer Digitalkonferenz eher wirtschaftslastig sind, junge Unternehmer, die sich über solche Aussagen eines Finanzministers freuen, die gegen Steuererhöhungen sind, weil sie eben in der Wirtschaft mehr erreichen möchten. Aber weit gefehlt. Und Folgendes ist ihm widerfahren. Warum Unternehmen so selten besteuert werden, wenn sie an die nächste Generation vererbt werden, wird er gefragt. Warum sollten sie eigentlich überhaupt besteuert werden? Es wird das Unternehmen, das Lebenswerk eines Menschen an seine Nachkommen vererbt. Das bedeutet, alles, was dort geschaffen wurde, wurde bereits mehrfach korrekt besteuert. Warum soll dieses Vermögen dann nochmal besteuert werden, wenn es an die Familie weitergegeben wird? Das ist Raubrittertum. Aber weiter im Text. Soll der Staat einem Familienunternehmen denn Geld wegnehmen, wenn die Gründerin stirbt? Soll das Unternehmen dann Schulden machen, um an frisches Kapital zu kommen? Ist das nicht schlecht für die dortigen Arbeitsplätze? Nein, ich halte das für keinen guten Rat. Mich überzeugt das nicht, sagte Lindner auf Republica. Aus dem Publikum kommen Buhrufe. Also da solltet ihr natürlich euch keinerlei Hoffnung machen, dass der Finanzminister das ernst meint. Er als Finanzminister ist natürlich darauf bedacht, dass seine Kasse immer stimmt. Deswegen wird er sich eher nicht für die Absenkung von irgendwelchen Steuern stark machen. Das können wir von ihm eher nicht erwarten. Furchtbar sei der Auftritt von Lindner, sagte eine junge Besucherin am Rand der Bühne. Inhaltlich liege Lindner völlig falsch. Die junge Frau ist Mitglied der Grünen. Na, welch ein Wunder. Millionenerbin fordert höhere Steuern für Reiche. Warum werden Menschen, die wie ich qua Geburt steinreich sind, von der Steuer befreit und müssen so wenig zum Gemeinwohl beitragen? Marlene Engelhorn, Millionenerbin. Der Beifall in der Halle ist ohrenbetäubend. Auch Moderatorin Geraldine de Bastion ist hin und weg. Wir finden es richtig toll, was du machst. Das werde ich sowieso niemals verstehen. Wie kann eine Millionenerbin, eine steinreiche Person, sich zum Lebenszweck gemacht zu haben, durch die Talkshows und Republikas dieser Welt zu tingeln und dabei immer wieder zu beteuern, wie schlimm sie es findet, dass sie reich ist und dass sie bei der Erbschaft keine oder zu wenig Steuern bezahlt hat und damit so wenig zum Gemeinwohl beigetragen hat. Junge Frau, schnappen Sie sich Ihr Geld und geben Sie es Leuten, die es benötigen. Geben Sie es einfach weg, werden Sie eine arme Person und suchen Sie sich einen Job. Dann werden Sie Ihren Lebenszweck finden und ein erfülltes Leben führen. Nebenbei werden Sie es merken, was für ein hartes Brot es ist, wenn man jeden Tag aufstehen und arbeiten muss, ohne dass am Monatsende noch etwas an Geld überbleibt, weil die Preise alle durch die Decke gehen. Das ist mein Rat an Sie und Sie sollten ihn beherzigen, Frau Engelhorn. Wenn dir meine Arbeit gefällt, dann solltest du diesen Kanal unbedingt jetzt abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Vielen Dank für deine Unterstützung. Jetzt solltest du dir auch unbedingt dieses Video ansehen. Jetzt klicken, wir sehen uns drüben, bis gleich.